Willkommen zurück in der Feste in Etage... Waren wir nicht gerade Etage 9? Etage 12, okay. In Etage 12, okay. Wir müssen den Strom... Melonen vor. It feels like my body has become significantly stronger. What do you think? Absolutely! You look like a powerhouse! I give your bod a 9.9! I wonder who's stronger now, you or Alvin? I'm staying out of this. Hooray! Milla wins by forfeit! Goad me all you want. Pros don't fight battles they won't win. Besides, it's not like there was anyone taking down Milla back when she was physically weaker. Alvin's right. Milla's power never came from physical strength. Milla's so powerful that she doesn't even need to lift a finger. I appreciate the compliments, but I do wish someone would give me a chance to test my strength. If that's what you're after, why not Tipo? He's got the same shape and texture as a punching bag. Now that you mention it, he does look like he's just right for punching. Hold still, Tipo. Oh! Oh! Ah! Oh! Milla's crazy strong. Was hatte das jetzt bitte mit Melonen zu tun? Aber gut. Nein, du reißt mich nicht an. Hey, Get was? Lass sie doch ausreden. Genau. Genau macht, glaube ich, hier in dieser Verbindung am meisten Schaden. how unfortunate. That's no good. Boom. Schön. Not bad. Navimetall. Mit Navimetall ist gut. Navimetall brauchen wir für die eine Quest. So, wir können den Aufzug immer noch nicht benutzen, nehme ich an. Ja, du kannst weglaufen, obwohl. Warum eigentlich? Nee, 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 bleib mal hier. Watch out, everyone. Man can still fight. How unfortunate. Windblade. It's over. Please keep them away. Windblade. It's over. Wings. Shimmer spin. Open the covenant of darkness. Ignite it. Flare bomb. Flare bomb. Let's end it. Flame spear. Okay, jetzt den da. Jetzt den da. Lightning strike. Jetzt den da. Let's end Nein. it. Flame spear. Cloud spear. All beginnings must end. Let it be. By my By my hand. hand. Elemental mastery. No breaks? Okay. It's over. Na gut, so viel hat es jetzt auch nicht gemacht. Außer, dass ich noch mehr Schaden kriege und noch mehr Schaden kriege. Hurry. Pixie circle. Pixie circle. Please keep them away. Ah, stirb jetzt endlich, bitte. It's over. My will Viel zu shall viel lay our Leben. path. Also Leben habe ich jetzt nicht. Yes. Also, All right. so viel LP bringen die Dinger nicht. Das ist irgendwie... Meh. War ich da gerade drin? War ich nicht. Wir können hier speichern. Vielleicht sollten wir das tatsächlich kurz mal tun. Wir sind jetzt gerade auf Ebene 12, wenn ich mich nicht täusche. Verlassen? Halt, wie? Verlassen. Stopp, stopp, stopp. Was habe ich getan? Ist das nicht? That must be Volt. Anyone else all tingly? It appears to be a spirit that can control lightning. It doesn't seem to be tethered to a human the way Celsius was to Gillen. So you're saying it's out of control? We won't get any answers until we calm it down. Ich nehme an, Schwäche ist Stein und Wasser. So much sound and light. So what? That's not enough to stop us. Milla, it's not over yet. Ready when you are. Not bad. Death now. Don't worry. It's over. Got it. Thanks. Take this. Worm rod. Healing circle.
Not yet. Okay. Not working. Nee, das ist die falsche Attacke. Must be a side effect from Lincoln. Scheibenkleister. Sorry about that. Vor allem, der verbrennt mich. Das ist hart. Let's go! Sharing is caring. Von oben könnte ich mir kurz helfen. Stay on guard. Nein, 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 nicht Maximum Fire oder sonst was. Stop it. Serious? How careless of him. Ready? Got it. Take this. Aua. Ja, ja, Milla, Milla, Milla. Mich auch. Scheibenkleister. Got it. Take this. Here we go. It's not over yet. Thanks. Engage. Death now. Okay. Got it. Ich muss einfach nur versuchen, höher zu kommen. Die Attacke macht, glaube ich, relativ gut Schaden gegen ihn. Das ist... Not yet. Must be a Aua. side effect from Lincoln. Du tust mir weh. Finish them off. Finish them off. Halt sich gerade. Ah, nicht heilen. Heilen ist Death falsch. now. Ready? Let's go. Take this. Windblade. Lightning. Let's end this. Okay. Final gale. Cloud pierce. All So. beginning must end. Stirb. Let it be. By my hand. Elemental mastery. Stirb. Okay. We finally stopped it. Everyone all right? Yes, somehow. All the electric shocks may have helped my blood circulation. Alexandrit. Mhm. I need more strength. Yes. All right. I can't. There's oh, I'm just getting. Alle Level up natürlich. Okay. We finally beat some sense into it. Just another easy battle for yours truly. If we've learned anything from Celsius and Volt, it's that Spyrites are tough customers. They're just as strong as the great spirits. We were wondering when you'd show up. Interesting. I never expected to find you here. So you've come to Olympias after all. I'm assuming you're the one that activated Volt. I don't understand your motive, though. Were you testing its potential? Potential? I would never entrust my people's lives to something as tenuous as potential. I attempted to tether with a Spyrite, precisely because it is something you would consider. What? But it was for naught. Their power is far beyond human control. That leaves us with no choice but to eradicate every last Spyrix from this world. So that really is your plan. Don't you realize what would happen? We would end the Otherworld reactor plan once and for all. Surely the end justifies my means. What about the schism? We will leave it in place. As long as Spyrixes exist, the threat of Olympias exploiting Riza Maxia remains. And what of Maxwell? Do you plan to leave him where he is? It is the duty of the strong to ensure that the weak do not perish. This isn't right, Gaius! What about it isn't right? We will safeguard the schism until the last Spyrix is destroyed. Then, we shall unite the two worlds. What about all the people who will suffer if you eliminate their Spyrixes? Are you just going to ignore them? Don't worry about the poor suffering humans. Gaius will protect them. Jude, Milla, you of all people should understand the ideals I'm striving for. What's the point of ideals if you force them on others? Don't you see what's happening? Spyrix is a necessity for these people. Take it away and they'll have nothing left. Jude. You talk only of possibilities. I demand certainties. Maybe you're right, but I can't give up. This conversation is pointless. Please, let's be off. Yes, I suppose you're right. What should we do now? In the end, I couldn't. No, there are still things we can do. There has to be.
Volt lasst ihr da jetzt einfach liegen. Weil ihr es könnt. Balin? Balin! Huh? Alfred! It appears the elevator stopped working when the power went out. We must find some way to get them out of there. Let's try climbing to the elevator. Wait! We can use Volt! How? Wait, you can't be serious. You're not planning on tethering with it, are you? Is that really wise? Maybe not, but it's worth a shot. Only way to find out is to try. Volt, lend us your power. No way, it worked! It's still stuck. We need more power. Please, just a little more. Ah! This must be the same backlash that hit Gilland. Give it up, Jude. Not yet! What are you doing? Why do you insist on doing such reckless things by yourself? Look who's talking. Hey, don't leave us behind now. If a task cannot be done alone, then we must simply do it together. Keep trying and something's bound to stick sooner or later. We want to help too. Uh-huh. Thanks, everyone. Almost there. Focus. Now! Eieiei, das erinnert mich gerade so an Tales of Fantasia. Thanks for the save there. Balin, who are these people? They're patients. Each one of them has a condition that makes it impossible to live a normal life, even with Spyrexes. Wait. Does that mean the next generation Spyrexes you've been researching are... Yep. Those little critters they're using are Spyrites. These creatures are Spyrites? They're so cute! But they don't seem any more powerful than lesser spirits. Of course not. They're lesser spirit Spyrites after all. Wait a sec. Are you telling me you don't know how Spyrites are made? Do us a favor and assume we don't. Well, you should ask one of the other engineers if you want the full spiel. But in simple terms, you've all seen spirit fossils, right? If one of you Maxia folks pours mana into one, voila! A Spyrite is born from it. How strange. I guess there's multiple uses to those fossils, huh? The only catch is you need a booster. What? Wait, did you just say booster? Yep. If someone with a booster pumps mana into a spirit fossil, the calculatrix art inside takes physical form. And that's how you make a Spyrite. How are they different from Spyrexes? It's a matter of art precision. These Spyrites can be as precise as the Asperixis devices from back in the day. I didn't expect to hear that name here. Uh-huh. Too bad Asperixis devices consume spirits. Does that mean Spyrites don't kill spirits when they're used? Pretty much. They're fueled by the mana stored inside spirit fossils, after all. One thing I don't understand. These people seem to have no trouble using Spyrites. And yet, we struggle to tether with Volt. Spyrites made from great spirits are in a whole different league. The more powerful the base spirit, the lower the chances of a successful tethering. We're still just at a 50% success rate. Hey, but that's more than enough. At that rate, lesser spirit Spyrites might completely replace regular Spyrexes someday. Then people won't suffer and spirits won't die either. We did it! Great job, Cheapo! Hey, what are pals for? Does this mean that Olympias's environment might recover too? It just might. Thank you, Balin. You have no idea how much this helps us. You're welcome, I guess. But we really should be thanking you. You're the ones who saved our research, after all. We did? If you hadn't saved us,
all of our Spyrite research would have gone up in smoke. Someday these people will be able to get on with their lives again. Something tells me this Spyrite research is going to become very important. Looks like we found the path we've been seeking. Yeah, although the fight's not over. Balin, could you tell us the exact spot where you found us? Oh, of course. I found you all collapsed at the end of Rusal High Road. You can reach the High Road by following this passageway here. Now Gaius will have to listen to us, right? No, it's too late. I don't know why I know this, but that was our last chance to convince him. Oh, Dude. Immer dieser Pessimismus hier. Ich nehme zwar an, dass es so ist, aber der Lehren durch schlechtes Beispiel. You look happy. I am, now that we understand the potential of Spyrites. And it's all because Jude wouldn't give up. I'm all like, yeah, take that, world. Jude can really do great things when he tries. I always knew that he could. They're just as happy with his success as if it were their own. I completely understand their sentiment, though. Jude had never been the type to lead the way. But this time, he chose a path and followed it through. It's always good to see positive growth. I wonder whose influence that was. One thing's for sure, it certainly wasn't yours. Oh? Haven't you ever heard of reverse psychology? Teaching by bad example? At least your humility makes a fine example. It's good to see everyone upbeat for a change. Yes. Sagen wir mal so, euch ist aber schon bewusst, ich meine, Gilland hat einige Scheiße gebaut. Ich meine, er hat Nachtigall getötet und so weiter und so fort. Aber dass Gilland eigentlich auf dem richtigen Weg war, von wegen Spyriten. Balin found us was just past Helioborg Fortress. Let's take a look. Maybe we'll find a clue that will help us get back. Forschung und vor allen Dingen, was die, ja, danke, jetzt habe ich es vergessen. Hier, was die, den Klau von Tipo und den Verstärker und die Verstärkerforschung angeht. Ist euch das bewusst? Ihr wollt zur Rosa Hirnstraße, da geht einfach immer weiter hier lang. Ja, das wissen wir bereits. Speichern, bitte. Ja, danke. Okay. Gut, wir sind jetzt auf der Rusal Höhenstraße. Ja, haben ein paar Punkte zu verteilen, aber das ist mir gerade. Komm ich, lass mich kämpfen. Nein, lass ich nicht. Welkende Landschaften. Olympias doesn't seem to be any greener out this way. Nope. Pretty much everywhere outside the cities is like this. If anything, it's a little worse than I remember it. The lack of spirits must have broken the cycle of nature. To the people of Olympias, this is what nature looks like. When I first laid eyes on the forests of Maxia, I could barely comprehend what I was seeing. So this is the world that Spyrix has given you. Go ahead and say it. We brought this on ourselves. That may be true, but still. But still. Ist hier irgendwo ein Gegner, der irgendwie Waffen als aus den Waffen wächst oder so? Look, something green for once. Yeah, but I wouldn't expect to see a big forest anytime soon. Gut, wir beschaffen uns alles, was hier so rumliegt. Obwohl ich mich frage, wie kommen wir denn... Ich meine, wie kommen wir denn hier wieder weg? Also im Sinne von... Warte mal, da fällt mir gerade was auf. Kann ich reisen? Kann ich? Kann ich? Dann werde ich mal ganz kurz die Quest abgeben. Nein. Ruhe jetzt, Leia. Okay. Wenn ich das... Eigentlich müsste ich jetzt... Ich habe keine Ahnung mehr in welcher Etage. Irgendwo einem Typen... Etage 2. Einem Typen das Erz geben können. Ich bin nicht sicher, ob das hier war. Ich behaupte, ist hier nicht die Oma gewesen?
Das Großmütterchen. I've got to find a way to push the Otherworld reactor plan forward. Were you involved in the plan's creation? Hmm? And who might you all be? Oh, we're from Riza Max. I'm a relative of Gilland Yulsevent. I was hoping you could educate this group about the Otherworld reactor plan. You're with Gilland. Oh, I apologize for my rudeness. I work at the Department of Otherworld Affairs. Figured it'd go smoother this way. I presume your department deals with issues related to Riza Maxia? Correct. As you're no doubt aware, we Olympians have passed down legends of another world since antiquity. Every kid knows the story of the spirit Maxwell and the utopia he created for his followers, Riza Maxia. But from around the time I was born, scholars and politicians started taking that story seriously. Correct. That was because we detected an unusual distortion in space. Our research suggested that vast amounts of energy could be circulating beyond the distortion. That discovery led to the creation of the Department of Otherworld Affairs' predecessor, the Next Gen Energy Bureau. They developed equipment to widen the distortion and study what was on the other side. Things were going well at first. Then the equipment went haywire, and a passenger ship near the experimental site, the ESS Anithra, disappeared without a trace. The incident 20 years ago. Everyone thought the experiment had failed, but it hadn't. Several years later, we received a transmission straight from Gilland. He told us that he and the Zenithra had been sucked into the Otherworld, and that he had since created a device that could punch a hole through the spatial distortion. And that he found a solution to Olympias's energy problems to boot. That's right. His plan was to use the energy circulating throughout this other world as a reactor. So what will happen to the people on that world? Are you with the anti-governmentalists? Right now, the opposition party is using the issue of Otherworld people's rights as a shield to try and block the Otherworld reactor plan. Yet they have no alternative solution for our energy problem. Olympias has long since passed the point where we can solve our problems with idealistic jargon. So you supported the Otherworld reactor plan, fully aware of the consequences? You're damn right I did, and I continue to support it wholeheartedly. Forget it, Milla. There's no point in trying to change his mind. I know. My duty remains unchanged. Do everything I can to stop the plan from succeeding. Okay, das war nicht der Typ mit dem Erz scheinbar. Ich weiß nicht, warum wir hier noch nicht drin waren oder ob der das letzte Mal das nicht gesagt hat. Hier ist die ältere Dame. Dann sind wir hier falsch. Dann muss ich in Etage 1. Da ist er auch. Der war direkt vor der Wohnung von Balin. Ach, ihr habt es geschafft. Jetzt kann ich meine Erfindung fertigstellen. Da ihr für meinen Erfolg ausschlaggebend wart, verrate ich euch ein kleines Geheimnis. Meine Erfindung ist der Erfindungserfinder. Diese Maschine denkt selbstständig nach, Erfindungen ohne menschliches Zutun zu erfinden. Ich werde euch eure Belohnung geben, sobald der Erfindungserfinder seine erste Erfindung erfindet. Ernsthaft. Wow. Dafür bin ich jetzt zurückgegangen. Gut. Damit hat sich diese Quest dann auch erledigt. Nee, tut mir leid, Rowan. Also ich habe in dem Sinne ja nichts gegen Leia und Rowan, aber ich mag die Kombination von den ersten 4 Charakteren, die wir bekommen, eigentlich immer noch tatsächlich mehr. Die Objekte, die wir durch Leia bekommen könnten, ist zwar sehr nett, sehr schön, sehr gut, sehr toll, sehr überhaupt, aber Alvin ist zum Beispiel dann wieder, wenn Blockgegner, obwohl, eigentlich können wir das jetzt nicht immer machen, wir können doch mal Leia tatsächlich, wisst ihr, machen wir mal tauschen, oh nein. Nein. Wir können mal Leia mit Alvin tauschen. Aber ich glaube, Leia hat gerade nicht die besten Waffen. Dafür müsste ich vorher nochmal zu einem Händler. Aber gut. Ich hoffe nur, dass der Endkampf oder die nächsten Kämpfe nicht wieder irgendwie alleine stattfinden. Ich habe tatsächlich keine Lust mehr auf Einzelkämpfe. Also
wisst ihr, man levelt hier eine gesamte Gruppe. Man macht so ein bisschen so, ja, so kann man die zusammen verbinden, so kann man die verknüpfen und Verbindungen machen und so weiter und so fort. Und dann, ja, sind auf einmal alle weg und man kämpft alleine. Siehe zum Beispiel Kampf Maxwell gegen Musée. Also Milla gegen Musée. Das ist halt, meh. Ich habe keine Lust mehr darauf. Let me make sure I have this straight. We use boosters to infuse spirit fossils with mana, and then a spyrite is born. Because unlike Spyrix devices, spyrites can use arts without harming spirits. Did you actually take notes while Balin was talking? Yes, but there are still things I don't understand. If there are things you actually do understand, then you're way ahead of me. I bet Teepo'd say, "Hey, you need to study, Leia!" Ah, but after that he'd probably say, I don't understand any of this either. Probably. No Tipo impersonations! Ah, he heard us. You're both being rude. Elise, do you understand spyrite theory? Of course I do. Oh, okay. Of course I do. Oh, Elise. Ich mag Elise. An sich mag ich jedem aus der Gruppe. Ja, an sich doch, ja. An sich mag ich jeden aus der Gruppe. Elvin ist halt immer so ein bisschen zwiegespalten, ne? So gut, böse, jetzt gut, jetzt böse, jetzt gut, jetzt gut. Okay, gut. Er ist gerade gut. Aber trotzdem nehme ich ihn das in dem Sinne, naja, großenteils nicht übel. Aber zuerst war es wegen seiner Mutter, dann ist es, weil er auf einmal ein Olympianer ist. Ja, ja. Immer wieder irgendwelche Geschichten am Erzählen, unser lieber Elvin. Aber ich glaube, in Elvin habe ich mich verliebt also Elvins Humor ist ziemlich genial. Ich mag Elvin. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 100 Rabenfedern. Das ist natürlich, ja, bräuchte ich nur mal, wie gesagt, den Rabenhändler. Dann könnten wir die auch einsetzen, aber das Glück habe ich noch nicht bekommen. Und wir kriegen auch gerade hier wieder massenweise Zeug. Wo muss ich denn lang? Das war falsch. Wo war denn die Karte? Da ist die Karte. Dimensionsriss oder Tatalia-Kluft? Keine Ahnung. Dimensionsriss oder Tatalia-Kluft? Was ist denn die Tatalia-Kluft? Was ist denn der Wohin müssen wir denn? Dimensionsriss oder Tatalia-Kluft hier? Rabenschwarze Federn. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht in der Quest nachlesen. Das hilft vielleicht. Wohin sollen wir? Milas Geschichte. Einfach nur auf die Roselle-Höhenstraße hinaus. Super. Geil. Also keine Ahnung, ob... was? Dimensionsriss? Obwohl Dimensionsriss klingt schon mal nach... hier geht's zurück nach Hause, ne? Wahrscheinlich müssen wir in den Dimensionsriss. Weil wir wahrscheinlich in den Dimensionsriss müssen, werde ich aber jetzt tatsächlich zuerst kurz in diese Tatalia-Ding hier reingehen, einfach nur um zu gucken, was denn da ist. Ich bin, glaube ich, gerade nicht gut bedient damit, einfach hier sämtliche Gegner zu überspringen. Bist du eine Teufelsbestie? $77.000. YOLO. Well, I must say. What is it? This bear Holy! is there. Nice. I don't think we have time for any jokes. Farewell. Alvin, thanks. It's over. Okay. Let go. Yeah. Yeah. Hero, sir. No. Squall shot. No. Yeah. Undine. Yeah. No. Okay, ich will das gerne schaffen. Okay. Final kill. Also, der ist tötbar. Also, ist die Frage, was ist das?
Alter, was ist das für ein Vieh? Keine... Ich habe keine Ahnung. Don't worry. You okay? Let's end this. Okay. Spirit Spiral! Okay, leider nur 2 erwischt, egal. Don't worry. This isn't looking good. Eieieiei. I'm here with you. Milla! Healing Lightning. circle. You okay? Ich will den töten. Let's end it. Auf jeden Fall, unter allen Umständen. Und den, hau drauf. Don't worry. Und den, hau drauf. You okay? Not yet. Okay, Let's end it. hoch. Okay. Nächster. 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 Und All beginning must end. ich habe keine Ahnung, ob das eine Teufelsbestie ist. Elemental mastery. Wie heißt er? Darkness. Flare bomb. Undine. Er ist fast tot, komm schon. No, it can't end here. Oh, fuck. Not yet. Windblade. Okay, er ist down. That was close. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gegner... Mysteriöses Juwel. Was war das für ein Gegner? All right. War das eine Teufel... Vernichter des Bösen. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das war. Es könnte mich viel Material gekostet haben. Also viel Tränke etc. gekostet haben, den anzugreifen. Weiß ich nicht genau. Könnte sehr gut sein. Aber trotzdem. Tatalia-Kluft. Erdgeschoss. Warum denn eine Mine? Was wollen wir in der Mine? Was wollen wir... Was wollen wir in einer Mine? Ich weiß es halt tatsächlich nicht. Unsere Aufgabe ist doch nicht, in eine Mine reinzugehen. Aber da wir jetzt hier sind, gehe ich hier auch kurz rein. Also ich weiß nicht, was wir in der Mine wollen. Oder sollen. Oder überhaupt. Keine Ahnung. Deswegen werde ich mich jetzt hier so kampflos wie möglich einfach mal einmal durchziehen. Oh, wir haben den... Ich habe den Part schon wieder überzogen. Und jetzt kommt eine Cutscene. Was ist... Was habt ihr? Ich wollte berichten über den einbrechenden Boden nachgehen. Aber dann trat ich auf diesen Riss giftiges Gas... Aus diesem Riss giftiges Gas aus. Verschwinde von hier, solange ihr könnt. Milla! Nein, das ist Miasma. Miasma? Das ist ein verfluchter Stoff, der bei der Entstehung dieser Welt unter der Erde eingeschlossen wurde. Er tötet alles, was ihm länger ausgesetzt ist. Menschen, Geister, Pflanzen, Tiere. Er scheint schnell herauszuquellen. Ich bezweifle, dass ein einfaches Abdecken der Öffnung bei diesem Produkt ausreichen würde. Way, rennt um euer Leben! Sylph. Eine Wand aus Wind. Wie willst du das Miasma aufhalten, Milla? Wenn die vier uns mit ihren Geisterarzt beschützen, könnten wir wahrscheinlich in Miasma überleben. Wahrscheinlich. Dann können wir hineingehen und die undichte Stelle an der Quelle verschließen. Da hineingehen? Ist das dein Ernst? Ich bin immer ernst. Ja. Schau mal, Mädel. Jetzt komm, Elvin. Dein Heimatstadt ist in Gefahr. Da hast du allerdings recht, kleine Dame. Okay, dann werden wir uns beim nächsten Mal um das Miasma kümmern anscheinend, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben.